Hallo, Stefan hier von Baustoffhandel Carstensen, Ihrem Profi für Dach und Wand. In diesem Video möchten wir euch zeigen, wie ihr unsere Plasmo Kunststoffdachrinne montiert. Im Nachgang zeigen wir euch noch, wie ihr eine Terrassenüberdachung mit Stegplatten selber montieren könnt. Ganz einfach. Wir haben hier eben das Plasmo-System. Alle Produkte findet ihr bei uns im Shop. Viel mehr will ich auch gar nicht vorweg erzählen. Guckt euch das Video an und werdet zum Profi. Wir möchten euch hier einmal zeigen, was wir alles benötigen, um die Kunststoffdachrinne anzubauen. Wir haben einmal einen Auslauf, einen Rinnenauslauf, ein Sieb für später, die Rinneneisen quasi, Fallrohrschellen, Kleber, Rinnenendstücke, einmal eine Schnur, Fallrohrbögen, Schrauben, Akkuschrauber und einmal die Montageanleitung. Außerdem haben wir noch das Fallrohr und die Dachrinne an sich. So, wir richten uns jetzt einmal nach der Montageanleitung vom Hersteller. Das sollte man immer berücksichtigen, damit, wenn es zu Reklamationsfällen kommt, das auch abgedeckt ist. Hier ist nur ein kleiner Fehler in der Montageanleitung beim Rinnenablauf. Der ist hier noch etwas anders. Da ist eine Modellpflege passiert. Der originale Rinnenauslauf, der sieht jetzt so aus. Der hat die Laschen zum Anschrauben nicht mehr, da der nur noch in die Regenrinne eingehängt wird. Wir legen jetzt als erstes einmal fest, hier auf Abbildung 2, wo der Rinnenhalter sitzen soll an unserem Modell. Und dafür müssten wir in einem Abstand von 2 cm rechts und links die Rinneneisen montieren. Dafür gehen wir einmal auf unser Musterdach. Am einfachsten wäre es ja hier, dann bräuchten wir nur 2 Rohrwinkel runter. Wir wollen aber auch mal zeigen, wie man das ein bisschen versetzt machen kann. Und in unserem Fall achten wir jetzt einfach mal so ein bisschen da drauf. 2 cm. Ich hole mir nochmal ein Rinneneisen. Wenn wir jetzt hier unseren mit einem Abstand von ca. 2 cm montieren, unser Rinneneisen, dann könnten wir hier jetzt, sage ich mal, Mitte Auslauf markieren. Das würde ich jetzt einmal hier in diesem Fall machen. Nun gehen wir hier wieder einmal auf unseren Montagetisch, legen uns das Ganze einmal aus. Von Außenkante Rinnenauslauf bis Außenkante Fallrohrschelle 2 cm. Und dann haben wir hier die Mitte und können uns einmal messen. Mitte Rinnenhalter ist von Mitte Fallrohrauslauf 14 cm. Das zeichnen wir uns jetzt einmal auf unserem Modell an. 14 cm auf beiden Seiten. Somit wissen wir hier schon mal, wo unsere Rinnenhalter sitzen müssen. Wir montieren hier im Nachgang ein Terrassendach mit Stegplatten. Ich habe mir hierfür mal ein Unterprofil genommen, was hier später nachher auf den Span montiert wird, um einmal die Höhe festzulegen. Das heißt, wir können ca. 5 mm von unserer HPL-Blende runtergehen. Wir haben ja die 5 mm ermittelt. Das zeichnen wir uns einmal an, dass später nicht das Verlegeprofil aufliegt. Und dann gehen wir von unserer Außenkante 8 cm bis Mitte Rinnenhalter. Hier würden wir nun unseren Rinnenhalter montieren und mit Gefälle zum Rinnenauslauf arbeiten. Entweder, wenn es längere Dachflächen sind, spannen wir uns eine Schnur. In unserem Fall haben wir jetzt unser Stirnbrett schon in Waage gesetzt und können uns auch danach richten. Einen Punkt müsst ihr noch beachten, da springen wir mal in der Montageanleitung etwas vor. Auf Punkt 13, und zwar sollte euer Stirnbrett oder was auch immer eine Wand im Weg sein, müsst ihr mit der Außenkante Dachrinne mindestens 2,5 cm abbleiben, da Kunststoff sich ja auch ausdehnt. Nun immer darauf achten, dass der Rinnenhalter gerade hängt. Im Notfall kann man auch eine kleine Wasserwaage oder sich einen Strich machen. Empfehlenswert ist hier natürlich auch, wenn ihr das Material hier vorbohrt. Bei Holz geht es so. Wir haben jetzt in unserem Fall hier Blechschrauben genommen mit einer selbstbohrenden Bohrspitze, aber schöner ist es eigentlich vorzubohren. Da wir hier jetzt nur ein kurzes Stück haben, zeichnen wir uns hier jetzt einen Zentimeter an, dass wir ein bisschen Gefälle haben und montieren hier unseren anderen Rinnenhalter. In der Montageanleitung, da schwenken wir einmal rum, ist das Ganze aber auch beschrieben, und zwar hier beim Punkt 2. Konsolenrinnenhalter werden am Stirnbrett mit einem Maximalabstand von 60 cm montiert. Das Gefälle wird mit einer Schnur bestimmt, ca. 2 cm Gefälle auf 10 laufende Meter Rinne. Das Qualmen hier ist eben, weil dieses HPL ziemlich hart ist. Das würde beim Bohrer auch passieren. Aber das sparen wir uns jetzt. Wie gesagt,
Ich würde empfehlen, immer ein bisschen größer wie das Schrauben. Die Schraube ist vorzubohren, weil auch HPL kann sich ein bisschen ausdehnen. Und da sollte man eigentlich vorbeugen. Nun montieren wir auch hier den anderen Rinnenhalter auf 1 cm. Den äußeren Rinnenhalter zeichnen wir uns wieder 8 cm und auf 5 mm an, damit wir unser Gefälle wieder einhalten. Jetzt könntet ihr euch natürlich für die Höhe eine Schnur spannen. Dabei ein bisschen darauf achten, dass die Schnur an der Oberkante in der Sohle vom Rinnenhalter ist. Und nun können wir hiernach mit einem maximalen Abstand von 60 cm die Rinnenhalter montieren. Wir haben jetzt einmal das Maß genommen von Mitte diesem Rinnenhalter bis zur Mitte von diesem Rinnenhalter. Das sind 2,12 Meter. Wir teilen jetzt 3 Rinnenhalter auf, also die 2,12 Meter teilen wir dann durch 4 Abstände. Somit rechnen wir einmal 2,12 Meter durch 4 Abstände, haben wir 53 cm, ist dann Mitte Rinnenhalter, Mitte Rinnenhalter. Das zeichnen wir uns jetzt im Nachgang einmal an. So, nun sitzen unsere Rinnenhalter. Die haben wir einmal gleich aufgeteilt und nun können wir anfangen mit der weiteren Montage. Wir nehmen einmal die Schnur ab und bauen dann die Dachrinne an. Bei den Kunststoffdachrinnen gibt es eine Besonderheit, und zwar ist hier eine Gradzahl auf der Innenseite vom Auslauf und das sind die Temperaturen. Wenn wir bei 20 Grad Außentemperatur verlegen, muss die Dachrinne bis hierhin gehen, da die Dachrinnen immer arbeiten müssen und die werden geteilt. Nicht wie bei einer Metalldachrinne, dass man unten ein Loch bohrt, sondern die werden eben geteilt und bis hierhin abgeschnitten jeweils. Das würden wir jetzt einmal ausmessen und einmal umsetzen. Wir nehmen uns jetzt einmal das Maß, wie lang unsere Dachrinne sein soll. Da gehen wir wieder von Mitte, was wir uns hier angezeichnet haben, Mitte Auslauf bis Außenkante, das sind 75 cm. Nun nehmen wir uns unseren Auslauf, gehen hier auf 25 Grad Außentemperatur. Das sind dann 5 cm, die wir abziehen. 20, 25, 5 cm ziehen wir ab. Somit muss unsere Dachrinne auf 70 cm zugeschnitten werden. Dasselbe machen wir nochmal an der anderen Seite, dass wir gleich beide Stücke zuschneiden können. Da gehen wir auch wieder von Mitte Dachrinne, also Mitte Auslauf, bis Außenkante sind 2,34 Meter, also 2,29 Meter Zuschnittmaß. Genau, jetzt schneiden wir einmal die Dachrinnen zu und würden die dann einhängen. Zeichnen uns jetzt einmal die 70 cm hier an. Können wir jetzt einmal den Fallrohrablauf nehmen und nehmen den als Muster bzw. ein bisschen als Hilfe. So, nehmen wir uns eine dünne Metallscheibe und schneiden einmal die Dachrinne ab. Diese 2,29 Meter haben wir uns hier einmal angezeichnet. Nun nehmen wir wieder unseren Rinnenablauf als kleine Zeichenhilfe, zeichnen uns das einmal an und schneiden auch dieses Teil wieder ab. So, wir setzen jetzt einmal die Dachrinne ein zur Kontrolle, ob wir alles richtig auf Maß zugeschnitten haben. Dafür haken wir eben die Dachrinne hinten hinter und klicken sie vorne hier nur rein. So. Und haken wir den Rinnenablauf auch hinter und ziehen ihn vorne rein. Und jetzt können wir einmal kontrollieren, ob das mit den Maßen, mit der Außentemperatur passt. Wenn unser Rinnenablauf hier mittig sitzt, haben wir eben links und rechts die 20 Grad Außentemperatur. Somit haben wir genug Platz für die Ausdehnung. Unsere Dachrinne haben wir jetzt zur Kontrolle einmal eingehängt, zur Sicherheit. Wir würden diese jetzt einmal wieder rausnehmen, beziehungsweise hier einmal nur rausziehen und die Rinnenendstücke einmal aufkleben. Dafür haben wir den Spezial-PVC-Kleber. Dieser verschweißt die Dachrinne miteinander. Der Hersteller gibt auch 10 Jahre Garantie auf Dichtigkeit. Da geben wir hier einmal schön in der Runde den Kleber an und würden jetzt einmal, genau wie die Dachrinne, hier einmal das Rinnenendstück ankleben. Schieben wir jetzt wieder einmal hier in unsere Rinne rein.
Dasselbe machen wir jetzt auch einmal an der anderen Seite. Auch hier bei unserem kurzen Ständer können wir das Ganze ein bisschen nach rechts rüber schieben. Wichtig ist einmal das Endstück säubern, entfetten. Und auch hier kleben wir jetzt einmal das Endstück auf. Und schieben es wieder aufs Maß hin. Sollte eure Dachfläche breiter wie 9 Meter sein, müsste man alle 9 Meter einen Stopper setzen, dass der dann wieder in den nächsten Rinnenablauf arbeiten kann. Dann hatte man hier mittig einen Stopper, hier wieder einen Rinnenablauf meinetwegen und dann würde das in die Richtung arbeiten, sonst wäre das zu viel. Maximal 15 Meter Abstand zwischen den Rinnenabläufen, als kleiner Tipp. Das Ende, was in den Rinnenablauf geht, sollte man ein bisschen heiß machen. Kann man Feuerzeug nehmen, um eine kleine Tropfnase da reinzubiegen, dass das Wasser hier abläuft. Können wir auch das Feuerzeug hier nehmen, kurz warten, bis das abkühlt, sich das nicht wieder zurückzieht. Und so haben wir eine kleine Tropfkante, die in den Rinnenablauf führt. Am äußeren Rinnenhalter verkleben wir einmal einen Stopper, geben wir ein bisschen Kleber an, der verschweißt sich mit der Dachrinne. Den klicken wir dann einmal hier unter. Das macht dann auch richtig ein Geräusch, Klick. Und somit ist der hier fest fixiert und die Dachrinne kann in den Rinnenablauf arbeiten. Auch eben an der anderen Seite Kleber angeben und dann einmal reinklicken, dass auch hier wieder in Richtung Rinnenablauf die Rinne sich ausdehnen kann. Nun werden wir einmal das Fallrohr montieren. Dafür schieben wir uns einmal den Fallrohrbogen hier rauf, haben hier einmal die Fallrohrschelle vorbereitet, damit wir den Abstand haben. Das halten wir uns jetzt einmal grob auf Maß hin, damit wir hier einmal das Maß nehmen können. Da sind wir bei ca. 15 cm. Das schneiden wir uns jetzt einmal zu. Als kleine Schablone nehmen wir uns wieder einmal die Fallrohrschelle, halten die an unseren Strich. Und so können wir hier einmal in der Runde vernünftig anzeichnen. Nun würden wir uns einmal zur Probe alles zusammenstecken. Das geschnittene Teil stecken wir in den Rohrwinkel, dass man es nicht sieht. So, drehen wir uns ein bisschen hin, nehmen einmal die Fallrohrschelle nur mal zum Test, wegen dem Abstand, das passt. Somit sitzt unsere untere Fallrohrschelle hier am Rohr. Das zeichnen wir uns einmal die Höhe an. Und die untere setzen wir einmal hier. Hier ist auch noch eine kleine Besonderheit. Diese Fallrohrschellenhalter bzw. die Fallrohrschelle hat einmal eine Auskerbung, wie so ein kleiner Falz. Die obere Schelle klemmt, das heißt so rum rein. Und bei der unteren oder die unteren, da hält sie nur das Rohr. Da dreht man den einmal und somit ist die Rohrschelle breiter auseinander. Und zwar um diese Stärke hier. Darauf sollte man auf jeden Fall achten. Obere klemmt, die unteren halten nur. Wir nehmen uns jetzt noch einmal das Maß von unserer Dachrinne. Stramme Maß wäre 60, machen wir auf 55, haben wir ein bisschen Luft zum Boden in diesem Fall. Und schneiden uns das einmal zu und dann würden wir die 2 Fallrohrschellen befestigen. Wir haben jetzt unsere Rohrwinkel wieder einmal abgenommen und montieren einmal die Fallrohrhalter. Da zeichnen wir uns noch einmal die Mitte vom Balken an. Der obere Rohrwinkel wird hier in dem Bereich geklebt. Dafür geben wir wieder einmal unseren PVC-Kleber an, beziehungsweise unseren Kunststoffkleber hier innen. Nur der obere Winkel wird an den Auslauf geklebt. So. Einmal unser Fallrohr hin. Und dann drehen wir uns das einmal hin. Wie gesagt, der obere wird geklemmt. So rum. Und der untere hält nur. Kommt hier hin. So, dann kommen die Kunststoffschrauben
Schrauben hier durch einmal. Größeren Schraubenzieher, dafür hatte ich den eigentlich auch gedacht. So, nun haben wir das Fallrohr auch montiert und die Dachrinne ist soweit fertig. Dann können wir im nächsten Schritt das Terrassendach aufbauen.